Es ist Nacht in Hamburg, 23:30 Uhr. Ein Metronom fährt auf Gleis 12 ein. Hier beginnt die Fahrt mit der Regionalbahn, welche täglich bis zu 20 Mal zwischen der großen Hansestadt Hamburg und dem kleinen Städtchen Uelzen im Niemandsland pendelt. Die Fahrgäste sind Menschen, die von der Arbeit kommen, Ausflügler und eben seit Monaten auch immer wieder Flüchtlinge. Einen möglichen Grund, dass die Geflüchteten die Regionalbahn nutzen, sieht Ruben Fischer, Student und Fahrgast, in den niedrigen Preisen. Also A, ist es eine günstige Möglichkeit, glaube ich, zu reisen, grundsätzlich, mit dem Wochenendticket, Schleswig-Holstein-Ticket, Niedersachsen-Ticket. Und ich glaube, die wenigsten von den Jungs und Mädels haben, glaube ich, ein Auto hier in Deutschland. Von daher klar, wie sonst, Regionalbahn, müssen sie fahren. Wohin sind diese Menschen unterwegs und was sind ihre Ziele? Vielleicht ins Nachbarland, vielleicht Freunde besuchen, die sie hier in Deutschland haben, vielleicht auch in Nachbarländern. Ich meine, wenn man sich die Leute zum Teil anguckt, die laufen mit Tablets rum, sind gebildet, sind, außer dass sie aus einem anderen Land kommen, fast schon so wie wir, ne? Gehen Freunde besuchen, was weiß ich weiß es nicht. Wer weiß es? Am besten die Geflüchteten selber. Khaled und Ahmad kommen aus Syrien und leben jetzt in einem der kleinen Orte entlang der Bahnstrecke. Sie haben den Tag in Hamburg verbracht und sind jetzt auf dem Rückweg. Dabei sind einige Hindernisse zu bewältigen. حلو وانت كمان نفس الشيء؟ لا الرصيف دائما مضيع الرصيف؟ فين الرصيف؟ يعني بيعطونا تذكرة وين نوقف ما بنعرف يعني مثلا هذا القطار هلا طلع على مكفل مو هيك؟ ايه احنا لو ما قطعنا خريطة وحددنا على الجوال ما بنعرف يعني الجوال هو بالنسبة لكم مهم جدا. Hilfe gibt es nicht nur von Seiten des Bahnpersonals. Wenn wir flüchten würden und uns keiner aufnehmen will, das ist natürlich auch nicht toll. Und ich unterstütze das voll und ich leiste auch gerne Hilfe. Mit dieser Meinung steht Sarah nicht allein da. Auch andere Reisende sehen sich plötzlich in der Möglichkeit zu helfen und tun dies auch. Die lateinische Schrift, die Bahnfahrpläne und die hallenden Ansagen in den Bahnhöfen überfordern leicht, wenn man schnell den nächsten Zug erreichen muss. In Uelzen ist mir das passiert, dass die gar nicht wussten, in welchen Zug die sollten, weil, also die standen vom richtigen Zug, aber oben stand irgendwie R31 oder R3 und auf ihrem Ticket stand RB 3771 und oben stand halt diese Kurzziffer und die wussten gar nicht, ob sie jetzt in den Zug sollten. Also ja, ist mir gerade letzte Woche vorgekommen, da wurde ich auch um Hilfe gebeten beim Fahrkartenkauf. Also wir haben uns dann auf Englisch unterhalten. Und das ging auch eigentlich ganz gut. Also ich habe denen dann geholfen, hat mir gesagt, wo er hin will. Hilfsbereitschaft ist also da. Und das nicht nur im Zug. Hamburg und Göttingen fährt halt vom selben Gleis ab, innerhalb von 8 Minuten. Und da fragen dann viele, die nach Hannover runter wollen, ob das der richtige Zug ist, weil meistens der Hamburger zuerst da steht. Und da wird es halt mit wenigen Fingerzeigen. Und halt die Orte kennen sie meistens mit Namen, also da verstehen sie das auch. Es wird dann Händen, Füße, alles was es gibt, wird benutzt dafür. Im Uelzener Bahnhof fährt der letzte Zug um 2 Uhr nachts ein. Der nächste kommt erst um 5 Uhr morgens. Mindestens 3 Stunden auf den kalten, zugigen Bahnsteigen sind also garantiert, denn der Bahnhof ist um diese Zeit geschlossen. Eine private Initiative stellt Räumlichkeiten, in denen sich die gestrandeten Flüchtlinge aufhalten können. Nafi ist selbst vor 3 Monaten aus dem Irak geflohen. Er erfuhr von dem Projekt und ist seitdem seit vielen Nächten als Übersetzer vom Arabischen ins Englische tätig. العمل الإنساني أو الحافز للعمل الإنساني ومساعدة اللاجئين هو عمل إنساني بحت والعمل الإنساني يعجبني كثيرا أن أعمل بإنسانية. Sich verantwortlich zu fühlen in unserer globalisierten, vernetzten Welt verbindet auch die Menschen. Das zeigt der Einblick in die Welten der nächtlichen Reisenden. Ich weiß nicht, wir leben auf diesem ganzen Wohlstand, der von, wo kommt mein Handy her, ne? Da fängt schon an und ich weiß nicht, es ist irgendwie, wir sollten mal drüber nachdenken, was wir eigentlich tun im ganzen Leben, ne? Und uns nicht einfach Sachen kaufen und auf der anderen Seite Krieg finanzieren und uns dann wundern, wenn irgendwelche Flüchtlinge kommen, weil sie nichts zu essen haben oder weil sie einfach nur Bock haben, von A nach B mit der Bahn zu fahren, weil sie es in ihrem Land einfach nicht können, weil sie irgendwie überall Grenzen sind und so.